I start by chanting Om. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavalahi, tejasvi navaditamastu, ma vidvishavahi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Freedom, Freedom, Freedom. Welcome. I'm going to start this morning's session by just giving a brief introduction to Kriya Yoga, just a few minutes, because sometimes we start getting into the practices and people are still not having a basic idea of what Kriya Yoga is. Fängt an mit einer Erklärung, was Kriya Yoga überhaupt ist, damit die Leute, die das praktizieren, auch ein grundlegendes Verständnis davon haben. Kriya Yoga was reintroduced to the world in the 1860s. 1860 wurde Kriya Yoga der Welt vorgestellt. Lahiri Mahasaya was a government servant. He was a clerk in the Indian Army in the engineering department. Lahiri Mahasaya war im Staatsdienst. Er war ein Ingenieur. He was did you finish? I think He was a married man, and he got stationed in the Himalayas for a brief time. Er war verheiratet und er war im Himalaya für eine kurze Zeit stationiert. He didn't have many duties in this posting, so he often went for walks in the forest. Da er nicht so viel zu tun hatte, ist er oft im Wald spazieren gegangen. One day, he got lost in the forest and it was starting to get dark. Eines Tages hat er sich im Wald verirrt und es begann dunkel zu werden. And he came across a yogi with long hair sitting in the forest who knew him by name. Er begegnete einem Yogi, der im Wald saß und der seinen Namen kannte, mit langen Haaren, der seinen Namen kannte. This was Mahavatar Babaji. Das war Mahavatar Babaji. And Mahavatar Babaji told Lahiri Mahasaya that in the Dark Ages, man can only, his consciousness is low, so he can't understand the more subtle aspects of spiritual practice. In der dunklen Zeit, sagte Babaji Lahiri Mahasaya, könne der Mensch nicht die feineren spirituellen Dinge verstehen. He said we're coming into a higher age and man's subtle comprehension is much better now. Er sagte, wir kommen jetzt in ein besseres Zeitalter, in ein höheres Zeitalter und das Verständnis wird da auch sehr ansteigend. So it's time to reintroduce higher techniques such as Kriya Yoga. Also es ist jetzt Zeit, höhere Techniken vorzustellen, wie das Kriya Yoga. There's two types of pranayama. Es gibt zwei Arten von Pranayama.
There's Hatha Yoga type of pranayams where we use physical manipulation of the breath. Es gibt die Hatha-Yoga-Variante des Pranayama, wo man tatsächlich physisch den Atem beeinflusst, To try to force the prana into the central channel in the spine, the Sushumna. wo man versucht, den Atem in den zentralen Kanal, die Shushumna, hineinzubringen. And then there's Raja Yoga Pranayam, which uses the awareness on the prana. Und dann gibt es das Raja Yoga Pranayama, wo mit dem Bewusstsein gearbeitet wird. We meditate and concentrate on the pathways that the prana moves in. Wir meditieren und konzentrieren uns auf die Wege, innerhalb derer sich das Prana bewegt. And by doing that, the prana starts to slow down, it starts to stabilize, and starts to purify. Und dadurch stabilisiert sich das Prana und reinigt sich das Prana und verfeinert sich. And the prana is the support of the mind. The life energy supports the mind. Die Lebensenergie unterstützt den Geist. So by doing that, we are kind of going in the back door to gain control of the mind. So kommen wir quasi durch die Hintertür, um Kontrolle über unseren Geist zu erreichen. And so Kriya Yoga is a refined form of this kind of practice. Kriya Yoga ist eine verfeinerte Version dieser Praktik. With special pranayam that is specific to Kriya Yoga. Mit speziellen Atemübungen, die nur dem Kriya Yoga zugeordnet werden. And that pranayam gives a lot of power to the practice. Und diese Atemübungen geben der Praxis sehr viel Kraft. You won't find Kriya Yoga in any scripture of India. Du findest Kriya Yoga nicht in irgendwelchen indischen Schriften. You will find some of the beginning practices that Yogananda added to Kriya Yoga to get people ready. Man findet einige der einführenden Praktiken. Those are the practices we first learn Das to sind, get ready to take Kriya Yoga. das sind die Praktiken, die man lernt, bevor man sich mit Kriya Yoga befasst. So like in this seminar, we learn all those practices, and then by the end of the seminar, for people who like those practices and want to continue in practice, then they can take Kriya. Auch in diesem Seminar werden wir erst diese Praktiken erlernen und dann am Ende des Seminars, diejenigen, die das möchten, können dann Kriya bekommen. So Babaji gave this mission to reintroduce Kriya Yoga to the world in the 1800s, and then Lahiri Mahasaya had his own many disciples. Can you say it again? Babaji gave the mission to Lahiri Mahasaya to reintroduce Kriya Yoga to the world. Babaji gab Lahiri Mahasaya diesen Auftrag, dass er das Kriya Yoga der Welt ausbreitet. And Lahiri Mahasaya's disciples had their disciples, Und Lahiri Mahasayas Jünger hatten dann wieder eigene Jünger. and Yogananda was in one of those lineages. Paramahamsa Yogananda was in one of those lineages, Paramahamsa Yogananda war in einer dieser Linien. but he was foretold by Mahavatar Babaji and Lahiri Mahasaya as the one to bring Kriya Yoga to the West. Aber ihm haben sowohl Babaji als auch Lahiri Mahasaya vorausgesagt, dass er derjenige sei, der Kriya Yoga in den Westen bringen würde. Do you need some water? I've got some things. Okay. So Yogananda came to the West in 1920 Yogananda kam in den Westen 1920 and established Self-Realization Fellowship in Los Angeles, California. und gründete die Self-Realization Organisation in Kalifornien. As his mission for spreading Kriya Yoga. Als seine Mission, Kriya Yoga im Westen zu verbreiten. And I was in that ashram for 4 years In diesem Ashram habe ich für 4 Jahre gelebt, before coming to India and meeting my Kriya master, Swami Gyanananda Giri.
bevor ich nach Indien gegangen bin und dort mein Kriya-Meister Swami Virayananda. Yes, Gyanananda Giri, that's fine. Swami Gyanananda read Autobiography of a Yogi in 1952. He received it on the day that Yogananda left his body. Dieser hat das Buch, die Autobiografie eines Yogi, genau an dem Tag erhalten, als der Autor seinen physischen Körper verlassen hat. So he walked to India in 1952 and he never went back to the West again. Also ist er 1952 nach Indien gegangen und ist nie mehr zurückgekommen. And from living in Shivananda Ashram in Rishikesh, I would go regularly for his guidance under Swami Chidananda's direction. Als ich sorry, It's all right. im Rishikesh Ashram gelebt habe, unter Swami Chidananda, habe ich regelmäßig seinen Rat erfragen dürfen. And then finally actually after 10 years of pressuring me, he finally told me that I had to give Kriya to others because as a Swami, it's my duty to share knowledge. Nachdem er 10 Jahre Druck auf mich ausgeübt hat, hat er mir endlich klar gemacht, dass ich auch Kriya-Yoga weitergeben muss. Das ist meine Pflicht als Mönch. And he left his body last year on early morning of November 6th in 2015. Und er hat letztes Jahr im November 2015 seinen physischen Körper verlassen.